Ich weiß, dass es nicht immer leicht ist, die Konsequenzen für das eigene Handeln zu übernehmen. Bitte, Arno. Worum geht's denn jetzt konkret? Bist du der Vater von Millys Kind? Quatsch! Ja, eine Sache käme natürlich in Frage. Das würde dein Problem auf einen Schlag lösen. Ja, Ich werde dich adoptieren. In 2 Wochen steht ein größeres Ereignis an und ich wollte dich bitten, Fotos dabei zu machen. Hast du Lust? Ja, sicher, gern. Schön. Patrick wird sich auch freuen. Es geht um seine Priesterweihe. Wer ist der Vater? Es ist Nick. Nick. Das ist nicht wahr. Nick hat mit dem Kind nichts zu tun. Ich bin der Vater. Millie wollte nur nicht, dass ich Das ist ausziehen lieb muss. von dir, Frank. Aber ich bin jetzt erleichtert, dass Mama es weiß. Dann ist es also wahr. Ich gehe dann wohl besser. Wie konnte das passieren? Bei Jessicas Hochzeit. Während des Gewitters. Wir waren in der Scheune. Und es war wunderschön. Den hast du ja nicht gegessen. Stimmt so. Wenn man dankt. Entschuldige, mir ist irgendwas nicht bekommen. Ich weiß auch was. Die Nachricht von Patricks anstehender Priesterweihe ist dir auf den Magen geschlagen. Wie kommst du denn darauf? Ich hab doch Augen im Kopf. Naja, es kam alles so plötzlich. Patrick hat mir gar nichts davon erzählt. Wir haben schließlich ziemlich lange am gleichen Projekt gearbeitet. Und dabei hat's bei dir gefunkt. Möglich. Aber selbst wenn, das ist vorbei. Ich denke, das wäre für alle Beteiligten das Beste. Ich werde mich also in den nächsten Wochen von ihm fernhalten. Auch wenn es jetzt hart ist. Nur so wirst du Patrick vergessen können. Ulrich von Anstetten. Klingt gut, nicht wahr, Charlie? Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ein schlichtes Ja genügt. Schau es dir nur ganz genau an. Das kann eines Tages alles dir gehören. Das wäre schon toll. Aber was ist mit Nick? Gilt das Angebot auch für ihn? Ich kann mir kaum vorstellen, dass Nick besonders begeistert wäre, wenn ich ihn adoptiere. Fragen können wir ihn doch mal. Mehr als Nein sagen kann er ja nicht. Ja, natürlich könnte ich ihn fragen, aber Nick ist erwachsen, er hat eine Freundin. Und vielleicht gründet er bald selbst eine Familie. Das kann er auch, wenn er von Anstetten heißt. Oder hast du Angst davor, dass du demnächst Oma wirst? Nein. Schließlich gibt es eine Menge Großmütter, die auf die 40 zugehen. Das Problem ist einfach, Nick vertraut mir nicht. Und Vertrauen ist nun mal die Grundlage einer jeden Mutter-Kind-Beziehung. Überleg's dir doch noch mal. Du musst ja nicht gleich zustimmen. Okay, das mache ich. Und danke, Clarisse. Tschüss. Verstehst du die Jugend von heute? Da biete ich Uli an, wovon andere nur träumen. Und statt begeistert zuzustimmen, denkt er nur an seinen Bruder. Ja, ja, wo sind sie hin, die Tugenden von damals? Habgier, Raffsucht. Was mich viel mehr beschäftigt, sag mal, geht das denn einfach so, Christophs Namen zu übertragen? Natürlich nicht. Aber weshalb hast du ihm dann den Vorschlag gemacht, wenn er weiterhin Prozeski heißen wird? Weil allein schon der Gedanke an einen anderen Namen ausreicht, damit Nick einen Streit anzettelt. Ah, und du hast ihn da, wo du ihn haben willst, auf Friedenau. Trotzdem wird der Junge sehr enttäuscht sein, wenn er erfährt, dass er niemals ein von Anstetten sein kann.
Ach, eine goldene Kreditkarte tröstet über vieles hinweg. Außerdem kann ich ihm ja auch immer noch einen hübschen Namen kaufen. Samt Titel. Den Rest kennst du ja schon. Bitte, Mama, sag doch was. Was soll ich dazu sagen? Du liebst den Freund deiner Schwester und er schläft auch noch mit dir. Es war doch bloß dieses eine Mal. Das rechtfertigt doch nicht, dass es passiert ist. Rückgängig machen kann ich es aber jetzt auch nicht mehr. Würdest du es wollen? Ja, allein schon wegen Steffi. Ich will doch nicht, dass sie unglücklich wird. Bisschen spät für diese Einsicht, nicht? Ja, aber wenn sie nichts davon erfährt? Wie stellst du dir das vor? Du kannst doch Nick nicht aus seiner Verantwortung entlassen. Bitte, Mama, versprich mir, dass du ihm nichts sagst. Nick darf nie erfahren, dass ich ein Kind von ihm kriege und Steffi auch nicht. Es tut mir leid. Das kann ich dir nicht versprechen. Ist noch nicht abgeschlossen. Ja. Irgendwann vergesse ich noch mal meinen Namen. Ja, Hauptsache, du vergisst mich nicht. Niemals. Das sagst du doch jetzt nur so. Jackie, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Wenn ich es dir beweisen könnte, würde ich es auf der Stelle tun. Kein Problem. Lass uns zusammen in Urlaub fahren. Wie stellst du dir das denn vor? Du gehst zu Tillmann und sagst ihm, dass du ein paar Tage verreisen willst. Zur Erholung. Neue Energie tanken. Ich kann ihn doch unmöglich mit der ganzen Arbeit alleine lassen. Na, früher oder später muss er lernen, ohne dich klarzukommen. Ja gut, schon. Selbst wenn er einverstanden ist, wo willst du hin? An einen Ort, an dem uns niemand kennt. Wo wir uns nicht verstecken brauchen. Keine Geheimnisse. Ja, und dann fallen wir aus allen Wolken. Oder glaubst du, unsere Probleme lassen sich lösen, während wir weg sind? Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht lassen sie sich leichter lösen, wenn wir wieder da sind. Ich glaube kaum, dass ich Tillmann Braungebrannt leichter gegenübertreten kann. Dann erzähl ihm vor unserer Abreise von uns. Jackie, ich kann nicht. Noch nicht. Ich brauche einfach noch Zeit. Bist du sicher, dass das der einzige Grund ist? Wir holen die Reise nach. Ist versprochen. Also gut. Du hast es nicht anders gewollt. Also irgendwie kommt mir das zu wenig vor. Es liegt wahrscheinlich daran, dass du das Zeug nicht reingeschleppt hast. Ja, irgendjemand muss sich ja Gedanken machen, wo was hinkommt. Ich bin ganz Ohr. Also die Teller stellen wir in das Regal. Oder doch lieber die Tassen? Diese und andere Fragen beantworten wir in der nächsten Folge von So würde Steffi entscheiden. Du? Scherben bringen zwar Glück, aber sie belasten auch unsere Kasse. Ich finde schon die ideale Lösung. Ja. Nur wann? Vielleicht sollten wir in der Zwischenzeit noch mal über Clarissas Angebot reden. Ich wüsste nicht, was es da noch zu reden gibt, Uli. Nick, jetzt komm schon. Wir wären auf einen Schlag alle unsere Probleme los. Dieser dumme Zeitungsartikel zum Beispiel. Besser. An den erinnert sich morgen kein Mensch mehr. Dann denk mal an die ganze Kohle, die Clarissa hat. Wir hätten ausgesorgt. Ich kann sehr gut für mich selbst sorgen. Und du übrigens auch. Ja, aber als Ulrich und Nikolaus von Anstetten hätten wir ganz andere Möglichkeiten. Stefanie von Anstetten. Das klingt wie eine Jet-Set-Prinzessin. Also ich bin nicht scharf drauf, jeden Moment von einem Fotografen verfolgt zu werden. Jetzt kapier doch, das ist die Chance. Papa würde bestimmt... Papa hätte Clarissa zum Teufel gejagt. Und dann wäre er traurig in sein Zimmer gegangen, weil du dich für ihn schämst. Immer wenn du nicht mehr weiter weißt, drückst du auf die Tränendrüse. Ich kann natürlich nur für mich sprechen. Wenn du dich unbedingt von Clarissa adoptieren lassen willst, bitte sehr. Ich stehe dir nicht im Weg. Clarissa hat gewusst, dass du ablehnst. Weil ich sie kenne. Aber du musst selbst wissen, was für dich das Beste ist. Hier steckst du. Ich dachte, wir wollten zusammen reiten. Ach, keine Lust. Hey, stimmt irgendwas nicht? Glaubst du, dass Patrick einen anlügen konnte? So mit voller Absicht? Klar. Das hat er doch bei mir ständig gemacht. Wieso fragst du? Ach, nur so. Hat er sich wieder an dich rangemacht? Aber er hat dich sonst irgendwie gelingt. Also gut, ich erzähl's dir, damit du Ruhe gibst. Patrick hat mir versprochen, mir einen Fotojob zu besorgen. Naja, und heute habe ich erfahren, dass er noch nicht mal meinen Namen erwähnt hat. Das ist doch typisch. Erst große Versprechungen machen und sie dann nicht einhalten.
Mich wundert, dass sie den noch nicht rausgeschmissen haben. Der lügt doch in einer Tour. Vielleicht habe ich auch was falsch verstanden. Und wovon träumst du nachts? War ja nur so ein Gedanke. Das ist verschwendete Gehirnmasse. Du solltest dir lieber überlegen, wie du es im Heim zahlst. Ich soll mich an ihm rächen? Ja klar, Auge um Auge, Zahn um Zahn. So steht schon in der Bibel. Ach, das bringt doch nichts. Naja, dann solltest du ihm wenigstens mal gehörig die Meinung sagen. Verdient hat das schon lange. Oder soll ich? Nee, das ist meine Sache. Ich warte lieber erst mal ab, ob er zu mir kommt. Dir kann man einfach nicht helfen. Ich bin der Reithalle. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Du kannst doch schließlich nichts dafür, dass Jackie sich in dich verguckt hat. Nein, aber wenn ich das gewusst hätte, ich wäre doch ganz anders mit ihr umgegangen. Ja, oder noch besser, ich hätte Distanz zu ihr bewahrt. Siehst du, das dachte ich. Deswegen habe ich sie gebeten, dass sie ihrerseits Distanz wahrt. Wenigstens die nächsten 2 Wochen. Und, was hat sie gesagt? Sie schien einverstanden. Womit wir beim nächsten Problem wären. Wer macht die Fotos, wenn du deine Weihe empfängst? Hast du deshalb mit Jackie gesprochen? Ja. Ja, wenn wir schon eine inoffizielle Gemeindefotografin haben. Oder wolltest du jemand anders haben? Nee. Wenn du nicht zu ihr gegangen wärst, vielleicht sollte ich noch mal mit ihr reden. Das ist keine so gute Idee. Patrick, du musst dich jetzt voll und ganz auf deine Priesterweihe konzentrieren. Außerdem habe ich soweit alles geklärt. Wenn du meinst? Vertrau mir. Auch was die Fotografenfrage angeht. Ist hier noch frei? Klar, setz dich doch. Ich habe gehofft, dass du hier bist. Ja, wo sollte ich sonst sein? In deinem Studio? Dr. Love ist für unbestimmte Zeit verreist. Das kannst du nicht machen. Vor 48 Stunden klang das aber noch ganz anders. Da habe ich ja auch noch nicht gewusst, was ich jetzt weiß. Was? Dass ich ein mieser Verräter bin? So habe ich das nie gesagt. Aber gemeint. Wie hättest du denn an meiner Stelle reagiert? Genau so. Ja, deshalb ist es auch besser, wenn Dr. Love die Sendung absetzt. Du willst also deine Fans im Stich lassen. Frank, da draußen sind Leute, die brauchen Dr. Love. Die haben sonst niemanden. Schon gar keinen Freund, wie du einer bist. Du hast bis zum Schluss zu mir gehalten. Sowas macht nicht jeder. Es hat aber trotzdem nichts gebracht. Egal. Außerdem ist es eh besser, dass meine Mutter jetzt Bescheid weiß. Das war ein ganz schöner Schock für sie. Das legt sich schon wieder. Meinst du, sie hilft dir trotzdem? Gut. Denn ab sofort werde ich mich aus deinem Leben raushalten. Klar. Und was wird aus Dr. Love? Ach, ich hätte Frank vielleicht nicht so unter Druck setzen sollen. Ich mag den Jungen, er ist mir wie ein Sohn. Wenn er Mist gebaut hat, dann hat er immer dazu gestanden. Wenn ich ihm Unrecht täte, ich muss noch mal mit ihm reden. Nicht nötig. Frank wollte, dass Millie ihm den Namen des Typen verrät. Deshalb der Streit. Er ist also gar nicht der Vater. Definitiv nein. Es wäre ja auch nicht wirklich vorstellbar gewesen. Bleibt also der Austauschschüler. Die Version überzeugt mich allerdings auch nicht. Millie hat mir einige Details genannt, die keine andere Möglichkeit zulassen. Lässt du mich dieses Mal an deinem Wissen teilhaben? Ihre Beschreibung passt tatsächlich auf einen Jungen, der zur fraglichen Zeit hier war. Ich habe mich erkundigt. Eigenartig, dass wir diesen Herrn nie zu Gesicht bekommen haben. Wie war das denn, als du zum ersten Mal richtig verliebt warst? Hast du deine Flamme gleich deinen Eltern vorgestellt? Hat dieser geheimnisvolle Erzeuger denn wenigstens einen Namen? Millie will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Erika, langsam reicht es. Du musst deiner Tochter endlich einmal klar machen, Ich respektiere ihren Wunsch, das ist alles. Ich halte es für einen Fehler, diesen Kerl ungeschoren davonkommen zu lassen. Entschuldigt die kleine Verspätung. Störe ich? Nein, bleib nur. Oder gibt es noch irgendetwas zu dem Thema zu sagen? Was soll das heißen? Ich kopiere mich selbst mit meiner neuen Kollektion. Ach, das ist mir egal, was diese Kritiker sagen. Ja, jetzt hören Sie mir mal ganz genau zu. Wollen Sie nun zu meiner nächsten Modenschau in die Karibik oder nicht? Na also, mit diesem Problem wirst du dich auch demnächst beschäftigen müssen. Warst du eigentlich schon mal in der Karibik? Nein. Ach, dann wird's aber höchste Zeit. Schließlich bist du jung und du musst was von der Welt sehen. Ach, wenn ich deine Möglichkeiten in diesem Alter gehabt hätte. Die Vorstellung scheint dir nicht besonders zu gefallen. Doch. Es ist nur...
Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Dein Bruder hat dich also wieder mal rumgekriegt. Nick hat damit nichts zu tun. Ach, erzähl mir doch nichts. Nur Nick ist so sentimental, eine Adoption abzulehnen. Ja, aber trotzdem hat das mir überlassen, wie ich mich entscheide. Hat dein Bruder dich unter Druck gesetzt? Bestimmt hat er versucht, mich schlecht zu machen. Nein, er hat nur gesagt, dass er sich für Papas Namen nicht schämt. Und du? Bist du auch stolz, ein Prozesski zu sein? Naja. Dann behalt doch meinetwegen deinen Namen. Hauptsache, ich hab dich an meiner Seite. Du willst mich trotzdem adoptieren? Oder hast du noch was auf dem Herzen? Nick ist der Meinung, dass wir es auch ohne deine Hilfe bis ganz nach oben schaffen. Warum denn kompliziert, wenn es auch einfach geht? Klar, du hast eine Menge Geld. Und sicher wäre vieles einfacher, wenn du meine Mutter wärst. Ich find's total gut, dass du es versuchen willst. Aber, weißt du, ich will es packen. Und nicht der Sohn einer superreichen Frau, vor der jeder Angst hat. Na dann viel Glück, Uli Prozeski. Danke. Aber heul mir hinterher nicht die Ohren voll, wenn dein Bruder Schiffbruch erleidet und du mit ihm untergehst. Auch wenn ich die Frage vermutlich hinterher bereue. Was ist los? Ich denke nach. Du hättest Carissas Angebot nicht ausschlagen dürfen. Ich lasse mich von ihr nicht kaufen. Das verlangt doch niemand von dir. Es reicht, wenn du ihren Namen hast. Den habe ich. Prozeski. Und damit ist es mir immerhin gelungen, die Tochter einer erfolgreichen Geschäftsfrau an Land zu ziehen. Also wenn das kein Erfolg ist. Danke. So, und jetzt Schluss. Uli hat sich dagegen entschieden. Und Überleg doch mal. Mit einem anderen Namen wäre dieser oberpeinliche Artikel nie geschrieben worden. das ist aber noch lange kein Grund, deshalb Daddy und Oma zu verleugnen. Das verlangt doch niemand von dir. Doch, du. Ich schlage lediglich vor, dass ihr euch im Geschäftsleben einen anderen Namen zulegt, damit ihr es leichter habt. Glaubst du wirklich, dass die was dagegen hätten? Frau Lammers, Herr Brockmann für Sie. Ah, ich gehe ja schon. Jackie, es tut mir leid. Ja, ich weiß, dass ich Mist gebaut habe, aber ich wollte dir nicht wehtun. Das hast du aber. Oder glaubst du, es war besonders komisch, als Timmer mir von deiner bevorstehenden Weihe erzählt hat? Warum? Warum hast du mich die ganze Zeit angelogen? Das habe ich nicht. Jetzt lügst du ja schon wieder. Jackie, ich liebe dich. Aber mit Gott willst du leben, oder was? Ja, nein. Ich weiß es auch nicht. Das ist ja das Problem. Dein Problem ist, dass du feige bist. Oder willst du beides? Deinen Job und mich? Ich wollte dich nicht verlieren. Dann hast du eine seltsame Art, das zu zeigen. Jackie, ich liebe dich. Und wenn ich dir wehgetan habe, dann doch nur deshalb, weil ich keinen anderen Ausweg wusste. Dann hast du dich entschieden? Oh, Patrick. Hey, warte. Hast du das gesehen? Ja, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass wir wieder in der Unterzahl sind. Unvorstellbar, wie ich das ohne dich ausgehalten hätte. Ich entschuldige mich bei dir in aller Form. Schon okay. Tschüss. 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 Hallo. Hallo, Herr Brandner. Hallo, ihr zwei. Ist Mama noch da? In der Küche. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Wischst du bitte den Tisch ab, Milli? Was kann ich für euch tun? Es geht um den Laden. Tja, ihr kommt jetzt ohne mich klar, Mädels? Oh, warte, ich komm mit. Du kennst dich doch auch mit Visitenkarten aus, oder? Ja, aber nicht heute Morgen. Aber es ist wichtig. Ich habe wirklich keine Zeit, Steffi. Ein andermal, hm? Bitte, Nick muss die Karten heute noch in Auftrag geben. Wenn deine Mutter doch was anderes vorhat. Nur eine halbe Stunde. Ausgeschlossen. Sonst noch was? Sag mal, was ist denn los mit dir? Nichts, ich habe einfach nur viel um die Ohren. Na, dann eben nicht. Komm.
Ciao. Was soll ich tun? Und? Hast du deinem falschen Heiligen mal so ordentlich die Meinung gesagt? Ja. Wie hat er reagiert? Der lügt mich so schnell nicht nochmal an, das steht fest. Genau das wollte ich hören. Ich gehe dann mal zur Druckerei. Ja, bis später. Okay. Hallo. Hi. Na, Schule schon vorbei? Ja, Mathe ist ausgefallen. Weiß sie, dass ich dir vor ihr von Nick erzählt habe? Also von mir nicht. Aber ich glaube, sie kann es sich denken. Deine Mutter ist fantastisch. Du kannst echt stolz auf sie sein. Bin ich auch. Hören Sie, mir ist gerade eingefallen, der Ordner ist wahrscheinlich bei einer Mitarbeiterin. Ich rufe Sie zurück. Kann ich das tun? Ja, ist gut, mache ich. Danke. Danke, dass du heute Morgen dicht gehalten hast. Schon gut. Sag mir lieber, wie du dir vorstellst, dass es weitergehen soll. Nick darf auf keinen Fall was erfahren und Steffi auch nicht. Und Arno? Wie lange soll ich Ihnen den Austauschschüler noch auf die Nase binden? Solange es geht. Du weißt, was du mir damit antust. Du musst ihn ja nicht anlügen. Nur was verschweigen. Das ist dasselbe. Mama, es geht nicht anders. Wenn Nick es erfährt... Trotzdem wird Nick es irgendwann rausfinden. Oder willst du dich die nächsten Monate in deinem Zimmer verstecken? Kannst du mir mal sagen, was du dir dabei gedacht hast? Wenn es dir nicht passt, Uli, dann räum's selbst ein. Was ist denn mit der los? Ihre Mutter hat keine Zeit, uns mit den Visitenkarten zu helfen. Sollten die Dinger nicht heute gedruckt werden? Oh, das wird verdammt eng. Wenigstens dein Bruder erkennt das Problem. Ja, aber ich habe die Lösung. Nein, eigentlich habe ich 2. Nee, 3. Ja, komm, bevor deine Festplatte wegen Überfüllung abschmiert, lass hören. Schauen wir uns doch erst mal an, was Freund Mario so eingefallen ist. Hm? Nicht sehr viel. Du hast doch noch so ein Computerprogramm mit Kartenentwürfen. Ja, aber die liegen auf der nach oben hin offenen Skala für Einfallslosigkeit bei 10. Na, dann passen sie ja prima zu Nicks Einfällen. Na gut, Plan Nummer 3. Wir entwerfen selbst was. Hilft. Das gefällt mir. Zunächst einmal der Name. Also Nikolaus und Ulrich. Ja, wie heißen wir jetzt eigentlich? Prozeski, das weißt du doch. Ja schon, aber alle berühmten Persönlichkeiten legen sich einen Künstlernamen zu, oder? Du meinst... Das hast du dir also gestern Nacht ausgedacht. Ja, im Bett kommen mir die besten Einfälle. Aber ich habe eine Bedingung. Der Name muss mir gefallen. Und wie hat Tillmann es aufgenommen? Er weiß es nicht. Ja, aber ich dachte, du hast es ihm gesagt. Warum hast du mich dann angerufen? Um dir zu sagen, dass Tillmann von unserer Liebe noch nichts wissen darf. Er nicht und kein anderer. Ich brauche noch Zeit, um mich zu entscheiden. Ich dachte, du hast dich längst entschieden. Für mich, für uns. Das dachte ich auch. Aber ich muss erst mit mir ins Reine kommen. Und ich möchte dich um was bitten. Ja? Wir dürfen uns nicht mehr sehen.